Newstalk von Nick Power and Strength, nämlich CBAM and Ian get heart transplantations, Horse MD invited to Arnold, Rafael Brandao und vieles mehr. Also wir gucken, was da abgeht in der Bodybuilding-Welt. Du kannst auf ESN deinen Sendungsstatus checken. Durch die Black Week war natürlich der Versand ein bisschen überfordert. Aber müsste nächste Woche, Montag oder morgen schon spätestens alles da sein, Digi. Alpha Chest Thermo Booster. Nur damit erreichst du deine optimale Topform. Werd shredded. Verbrenne Kalorien. Und präsentiere deine Form. Eine ultimative Form am Strand. Nur mit dem Alpha-Test Fatburner. Fire up Energy and Focus. Gauner 010, danke fürs Abo. Wir sind in Lidl. Keiner hat zu sagen. Der Werbespot war so krass, ich glaube, ich bestelle mir den jetzt erstmal. Alpha Test Thermo. Ultimativ Thermogenic and Testosterone Booster. Geil. All right, what's going on, you guys? Nick here with Nick Strength and Power. I've got a couple of interesting stories for you guys today. I know I haven't been posting as many videos lately, but frankly, there hasn't really been a whole lot going on in the world of professional bodybuilding. Eine Sache frage ich mich schon die ganze Zeit, weil das habt ihr bestimmt auch auf Instagram gesehen. Chris Bumstead ist in der Türkei, macht eine Haartransplantation, macht sich eine neue Pläte. Eine Sache will ich wissen. Vielleicht haben wir jetzt hier ein paar Experten im Chat. Es bestehen für mich zwei Optionen. Option Nummer 1, in der Türkei machen die Haartransplantation am besten. Ist das nicht Türkei? Dubai? Wie? Naja, egal. Warte, weil ich dachte mir, wenn der doch in Amerika immer unterwegs ist oder Kanada, warum zur Hölle fliegt der dahin? Dubai oder Türkei? Entweder haben die dem, in Istanbul, ja, ist doch korrekt. Entweder hast du denen eine brutale Summe geboten, damit er das bei denen macht und das auch, man sieht, er macht öffentlich, die machen Promo, die machen Werbung. Oder in der Türkei machen die das halt am besten. Macht er das, weil es die in der Türkei am besten machen, auf der ganzen Welt, sind das Spezialisten? Oder meint ihr, der hat eine fette Summe? Weil ich glaube, wenn die dem das mit einer Kooperation gemacht haben, Digga, also 100.000 Minimum hat er dafür bekommen. Minimum. Ich glaube sogar noch mehr. So much so that I was scrolling through Instagram today and I saw that Chris Bumstead. Weil als ob man das nicht in Amerika oder Kanada auch gut hinbekommt. Wisst, dafür fliegt man noch nicht extra in die Türkei. Wenn die Frau noch schwanger ist. Hair transplant in Turkey. And I was thinking about including that in this video. So I was just going to do a recap. Ja, Muppet Red, die Leute aus Deutschland fliegen in die Türkei, weil es in der Türkei günstiger ist als bei uns. Deshalb. Und es soll auch gut sein, ne? Of kind of the whole week of stuff that happened because there really wasn't that Onkel Mirek, guten Abend. much on any given one day. And I think the reason for that was the Japan Pro was last weekend, and that was the last Men's Open Pro show of the year until the next year's season starts. Combine that with the holidays, Thanksgiving, Christmas. I feel like there's a lot of bodybuilders that are... No Hair Time. Suchen wir mal die Seite. No Hair Time. Was kostet denn der Spaß hier in der Türkei? Aber so, weil der Nilien, der braucht auch bald hier eine neue Frisur, wird. So. Habt ihr eine Preisliste hier? Den kennt man doch auch. Wer ist das denn? Wie heißt der nochmal? Ist doch der von Love Island. Hotel Reservation, Free Transfer. How many days? Bruder, gib doch einfach eine Preisliste. About our services. Barttransplantation. Mustache, hier einfach Schnurrbart. Gehst hin, machst du Schnurrbarttransplantation. Gauner 010, danke dir fürs Abo, Digga. So. Transplantation. Side Effects. Guck mal, erst sah der sieht einfach aus wie Präsident von Ukraine.
Sah der so aus, jetzt sieht er so aus, okay? Naja. Fesi Çakmak. Wir rufen da jetzt mal an. Wir rufen jetzt da einfach mal kurz an und fragen nach einer Transplantation, nach dem Preis. 0 plus 00 552 844 1771. Hallo, bitteschön. I need new hair. My hair is down from testosterone for my brother Nillian. Komm schon, Junge, geh dran. Wollt ihr kein Geld verdienen? Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. Oo, Sesinden sonra- selamünaleyküm Hacı abi. Nasılsın? Günaydın. İyiyim sen. So, ich glaube, wir rufen außerhalb der Gesprächszeiten an, der Geschäftszeiten an. Deswegen wird das nichts. Aber mich würde echt mal interessieren, was das da kostet beim Siban. So, weiter geht's. They're kind of just done for the year now. And we probably won't be seeing Der hat 100% mehr bekommen als für den Mr. Olympiasieg von dieser Haargeschichte hier. much from a lot of the top guys until like January when we start getting the Arnold Classic lineup and start building up to that show, because January will be about 8 weeks out from the Arnold. But yeah, unironically, the first story I wanted to talk about today was Chris Bumstead and Junge, lass so einfach Zinedine Zidane-Haarschnitt. Ian Valier both going to Turkey to get hair transplants. I thought this was interesting because something that I never really considered is if you think about the fact that a lot of professional bodybuilders, whether it's classic physique, 212, open bodybuilding, a lot of them are bald. And one of the main reasons for that is we know that taking gear accelerates and in some cases can even cause hair loss. So one thing I was thinking about when I saw this, and I wonder if you guys have the answer to this, maybe someone in the comments would know. Junge, das sieht immer so schrecklich aus. Ich glaube, das tut übertrieben weh, Alter. Also sieht auf jeden Fall nach Schmerzen aus, ne? But is it completely counterintuitive to get a hair transplant if you're still on gear? Like, I wonder if it matters Das habe ich mich auch mal gefragt. Wenn du dennoch weiterhin Testo nimmst und andere Sachen, fallen diese gemachten Haare dann nicht wieder raus? if they waited. Well, Ian did wait. He is retired, and I'm sure he's not on nearly as much gear as he was on, if he's on anything but TRT at all. But in Chris's case, would it be better to wait until he's retired and not doing as much Nesco, danke dir fürs Abo, Diggi. damage? Because if he continues to compete, continues taking gear, will that just undo everything that he did with this hair transplant? Ich dachte schon, er hat ein Gib mir nur 2 Wochen Shirt an. He's going to have to do it again. I don't know. These are questions that I don't know the answer Junge, was für Bilder der einblendet. to, but I wonder if you guys have thought about this as well. Now, next up in the news, let's talk about some actual bodybuilding. Korrekt, weiter geht's. Wow, Brandao, Alter, voll in der Offseason, oder was? Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oace vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. And physique updates, Rafael Brandao, the pride of Brazil. He posted some physique updates where he looks significantly bigger. He obviously looks like he's in the full midst of his Da sehr, sehr reines Hautbild am Rücken. offseason. But there's a couple interesting things about this. I think the first interesting thing here is the fact that Rafael said in a recent post Raphael. that he wants to make a statement this year. And he wants to do 5 shows, including the Olympia. So 4 qualifiers and then the Olympia. That's a lot of shows. Das ist ein sehr, sehr brutaler Athlet. Also wenn Rafael Brandao auf der Bühne steht, das ist ein Open-Athlet mit einer richtig geilen Linie. Now, the other interesting thing about Ich feiere seine Form extremst, seine Linie. Brutal. this is the fact that at last year's Olympia in 2022, Rafael was top 10. He got a 10th place finish. And I thought that was honestly making a pretty big statement for him with that placing. Because I think it would be easy to make the argument that it was a lot harder to crack the top 10 at the 2022 Mr. Olympia than it was this year. There was like, what, 5 names missing from the top 10?
So I think when you think about that, and you think about the fact that Michael Krizo moved up from 12th in 2022 to 7th in 2023, and I think a big part of that was there was a lot of people missing in between 7th Wenn Nick Walker beispielsweise mit wäre, die Top 5 würde auch wieder komplett anders aussehen. and 12th from the previous year. Moin, mein Lieber. Nee, das waren 15er. You could really make the argument that had Rafael Brandao been at the Olympia this year, he could have been top 6. Krizo was 2 placings behind him in 2022, so he could have, in Da haben wir Rafael Brandau auf der Bühne. Richtig geiler Athlet. Guckt euch das an. theory, been 2 places ahead of Krizo this year, if you apply Sehr geile Linie. the same logic. So I think we're looking at a very interesting Richtig ästhetisch noch für Open, ne? season for Rafael Brandao. And is it going to be productive for him to do 4 shows? If he immediately wins the first show, does he really need to compete 4 more times? Or should he focus exclusively on the Olympia? I think the exciting thing for him to do is to compete in all these shows. I think he's Richtig geile Linie, Mann. a dominant bodybuilder. He's one of the best. Top 10 in the world at his last Olympia. And based on these updates, he looks like he's certainly put on some size. And once we see him cut down in condition, we'll see how much actual stage weight improvement he's made. But one thing that we've really learned over the past Ich glaube 8. oder 9. Bin mir gerade unsicher, mein Lieber. Musst du googeln. year or two is that Brazil is not messing around. Some of the top athletes in the world in every division are coming out of Brazil. I think at first we noticed it more in the women's divisions, bikini, figure. Now you've got wellness. The Brazilian women were like dominating those divisions. Then we started to see it in classic physique with Ramon, in bodybuilding with Rafael, and now Horse MD, who we're going to talk about next. Brazil has some serious talent coming out of there. Brasilien ist auch allgemein voll das Bodybuilding-Land, ne? And we saw Ramon in classic physique become the first Brazilian guy to break into that top 2 battle for the title. Could we see Habt ihr diese Talkshow gesehen, wo Ramon war? Dino? Wo die ganzen brutalen Brasilianerinnen da im Publikum waren und alle mit dem Selfie machen wollten? Junge, die haben den fast aufgefressen. Rafael Einen Tag lang Ramon sein, Digga. in men's open bodybuilding become the first Brazilian bodybuilder to crack into maybe that top 3 conversation? I know it seems a little bit far-fetched right now, but whatever these guys are doing over there is working. And Horse and Ramon and Rafael, they all train together. Say laut, danke dir fürs Abo, mein Lieber. They're all friends. They're all doing a lot of the same Bruder, schick mir diese Lieder nicht. Ich hasse diese Lieder. Ich hab's nur gehört, weil es da lief. Ich höre kein Techno, Mann. thing. So whatever is working for one of them might be working for all of them. So that brings me to the next story that I want to cover today. Horse MD confirmed that he is doing the Arnold Classic Ohio Horse MD. in 2024, which I think will be huge for him. Obviously, we didn't get to see him compete as Junge, wer ist das denn? Den kenne ich ja gar nicht. Horse MD, der sieht ja mal brachial aus, Alter. What the fuck? much as we would have liked before the end of the year. He had to drop out of the last Oder Sujuk mit Eier Beste, frisst das immer. Das ist richtig gut. Nein, aber ganz ehrlich, wenn du ein Hardgainer bist oder schwer zunehmen kannst und einfach aufbauen willst, morgens früh oder vorm Schlafen, ohne Carbs, Sujuk, schön mit Eiern oder morgens früh dazu noch schön ein paar Kohlenhydrate, ein paar Scheiben Toast, dann bist du direkt ratzfatz bei über 1000 Kalorien rein in die Masse, Junge, was ist denn? show that he showed up for. Aber wenn ich beispielsweise Sujuk mit Eier essen würde jeden Tag, dann wäre ich eine fette Sau irgendwann. Which was Prague. And as a result, he ended up not doing this past weekend's Japan show, which I think after seeing that show, he probably would have won. Junge, der ist brutal, dieser. Wie heißt der? Horse MD. I'm not even going to say probably. I think if Horse MD had Onkel Mirek, du weißt es, das sind die Secrets. showed up at that Japan show, looking how he looked in Romania, he would have won Japan. He would have qualified for the Olympia. I believe that 100%. And that was his plan, but he ended up getting sick in Prague and kind of just called it a year for the rest of the year to try to just focus on his health, which is the Der sieht übelst aus. smart decision. Now, does Horse MD Tadel, du sagst es. stand a chance of winning the Arnold Classic Ohio? I'm not really sure. We don't really have a good conceptual idea of who all is doing the show. Samson is doing both. That's going to be a pretty tough barrier to Pumping verschenkt ein Abo an Masthuhn vor Wachstum. entry. Danke, Pumping. As far as winning the title, I don't think Nick Walker's doing it. I think that's pretty clear at this point. I heard a rumor, and again, just a rumor, so don't take it
at 100% that Hadi Chupin might do the Arnold Classic Ohio. And you think about a guy like Andrew Jack, he said he wants to take a long Wenn Hadi Chupin mitmacht, ist Feierabend. Dann gewinnt er das Ding. break because he hasn't really gotten to take a break since he started competing. So if he was to take a long break after the Olympia, I would think that would include not doing. Boah, Junge, wer ist denn der Typ neben... Das ist Theo? So if he was to take a long break after the Ne, wer ist das neben Samson? Dieser harte Typ da. Neben Samson Dauder. Olympia, I would think Guck mal sein Gluteus, Junge, was ist das denn? that would include not doing the Arnold Classic immediately in March. I'm pretty positive we're not going to see Derek do it. I guess you could potentially see maybe a Bonac or a Brandon. We don't really know when Big Rami's going to make his comeback. He said he was looking at 2024, but really we've got no idea Ne, Horst MD ist der daneben links. how Rami is even looking. So I don't know. Maybe Horse MD is going to be one. Ja, okay, Bruder, Horst MD, wir haben es verstanden. So, da kommt auch nichts Interessantes mehr in dem Video, aber es ist immer cool. So eine kleine News-Seite von Nick Power and Strength, der hat immer coole News am Start, sich mal reinzuziehen. Also, ihr habt es gesehen, Freunde. Rafael Brandao könnte mit diesem Aufbau gefährlich werden und Sibams Frisur ebenfalls. Was denkt ihr, Freunde? Denkt ihr, haut's in den Chat. Denkt ihr, Sibam hört auf dieses Jahr? Also, er hat jetzt 5 Mr. Olympia-Titel. Meint ihr, das war's jetzt? Oder meint ihr, Entschuldigung, der will noch einmal einen 6. holen? Ich glaube, dieses Jahr setzt er aus, weil er eher Papa wird und die 5 voll gemacht hat. Und dann wird es natürlich spannend in der Classic, ne? Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20:30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.